a direct connection right here in a very simple way, how mind powerfully connected with our physical health. Hier können wir ganz deutlich sehen, wie sehr unser Geist mit unserer körperlichen Gesundheit zusammenhängt. Like right now, when you're happy, when you're relaxed, the level of your stress hormones actually stimulate the immune system to fight off the disease. Und jetzt, wenn man so ein bisschen entspannt sitzt, ne, dann wird das Stresshormon dazu benutzt, das Immunsystem zu stärken. But when it goes out of when our emotions go out of control, when we are very stressed out. Aber wenn unsere Emotionen außer Kontrolle geraten, wenn wir also in Stress geraten, Our immune system actually goes down. dann geht unser Immunsystem den Berg runter. So, Und auch unsere emotionale Gesundheit. so what would be the signs of poor emotional health? Was sind die Anzeichen für eine schlechte emotionale Gesundheit? Well, we can ask ourselves, am I exercising? Am I eating nutritious food or junk food? Also die Frage ist, bewege ich mich genügend, esse ich genügend nahrhafte Lebensmittel? Do I live productive life? Lebe ich ein produktives Leben? If I have depression, if I have anxiety, if I abuse alcohol, tobacco, other drugs, this all can be a sign of poor emotional health, including lack of desire to go to church. Okay, also der Missbrauch von Alkohol, Tabak und anderen Drogen kann auch ein Zeichen für eine schlechte emotionale Gesundheit sein. Das kann auch dazu führen, dass der Wunsch verloren geht, zur Gemeinde zu gehen. The habitual negative thinking can lead to psychological disorders, anxiety, depression, panic attacks, phobias due to pro-inflammatory chemicals. Gewohnheitsmäßiges negatives Denken kann zu psychischen Störungen führen. Angst, Depression, Panikattacken, Phobien, bedingt durch proentzündliche Zytokine. So, as we mentioned in the earlier, that 5.3 million Germans are diagnosed every year with severe depression. Also wie wir bereits gesagt haben, sind 5,3 Millionen Deutsche diagnostiziert mit einer ernsthaften Depression. So we're not just talking about a bad hair day. Also wir sprechen jetzt nicht von Leuten, die nur einen schlechten Tag erleben. We're not talking about just a blue day where we're kind of sad. Also wir sprechen jetzt von einem Tag, an dem man einfach nur traurig ist. We're talking about severe depression. Wir sprechen über sehr, sehr tiefe, sehr ernste Depressionen. And so it may be difficult to get out of that vicious cycle of bad thoughts, negative thoughts, and the depressed state of mind. Ja, also es kann sehr schwierig sein, aus diesem Zyklus von can you just say it again? Sorry. Okay, it can be difficult for us to get out of the vicious cycle. Okay, es kann schwierig für uns sein, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Vicious cycle of depressed state of mind and negative thoughts. Also aus einem depressiven Sinnszustand und negativen Gedanken. Because negative thoughts, they depress mind. Denn die negativen Gedanken unterdrücken unseren Geist. And the depressed mind further enhances or stimulates the negative thoughts. Ja, das wird wie so ein Teufelskreis. Ne? Also eine negative Stimmung führt zu Depressivität und Depressivität führt zu einer negativen Stimmung. And so the person goes lower and lower and und dann lower geht die Person mehr und mehr geht den Berg runter. I remember reading about one man. Ich erinnere mich, dass ich von einem Mann gelesen habe. He was a successful man. Er war ein sehr erfolgreicher Mann. He had good work, good family. Er hat eine gute Arbeit gehabt und eine gute Familie. What you may say, the fulfillment of American dream. Also er ist das, was man vielleicht so als Erfüllung des amerikanischen Traums bezeichnen können. And at certain point he began to feel that the clouds were gathering above his head. Aber nach einer Weile fühlte er, dass sich die Wolken über seinem Kopf zusammenbrauten. He couldn't explain where it comes from. Er konnte sich gar nicht erklären, wo das herkam. He couldn't explain what causes it. Er wusste auch nicht, was die Ursache davon war. But he began to go into a severe depression. Aber er ist in eine tiefe Depression reingefallen. And he thought it will go away.
Und er dachte, es wird bestimmt bald verschwinden. But unfortunately, he ended up actually in the hospital, Aber er musste letztendlich ins Krankenhaus eingewiesen where they werden. had to apply electrotherapy to shock his brain, Die mussten to relieve him sogar from depression, Elektroschocktherapie ihm geben. which works only for a short time as it erases the thoughts, negative thoughts. Das hilft aber nur für eine kurze Zeit, weil es die negativen Gedanken auslöscht. But then, unfortunately, often they come back. Those Aber negative leider kommen thoughts. sie oft wieder zurück. As we can see, our mind can make us unhappy, even though everything around us seems to be very good. Das zeigt uns, ne, dass unsere Gedanken oder unser Geist uns unglücklich machen kann, auch wenn alles um uns herum eigentlich prima ist. And we can lose everything in a very short time. We can lose our health, our friends, our families, Wir and können so unsere forth. Gesundheit und unsere Familie und so weiter innerhalb kürzester Zeit verlieren dadurch. So there is another condition that we will look is called hypochondria. Es gibt einen anderen Gesundheitszustand, den man Hypochondrie nennt. Where our brain actually is imagining a disease when there is no such. Das ist ein Zustand, in dem unser Gehirn sich vorstellt, krank zu sein, auch wenn man überhaupt nicht krank ist. If I believe that I'm sick, it can actually make me sick. Wenn ich glaube, dass ich krank bin, kann mich das sogar krank machen. I remember a friend of mine, Ich erinnere mich an einen Freund von mir, when I was going to high school, als ich zum Gymnasium gegangen bin. was telling me that he can order a disease. Er sagte mir, dass er eine Krankheit bestellen kann. He could make himself sick. Er konnte sich selbst krank machen. And the reason he would, when we just begin to get, for example, cold, but we say to ourselves, I don't want it, I want to stay healthy, I cannot get sick, and we don't get sick. Ja. Manchmal, wenn man so an der Kante ist, ne, vielleicht die ersten Anzeichen einer Erkältung bekommt, kann man sagen, aber ich will nicht krank werden, ich werde nicht krank werden, dann werden wir oft nicht krank. Well, he does exactly the opposite. He would actually, with his mind, he would stimulate the development of the disease. Aber wenn er an dieser Stelle war, dann hat er mit seinem Geist, ne, hat er die Entwicklung dieser Krankheit stimuliert, sodass er dann wirklich auch krank He would geworden not ist. resist it, and the reason why he would do it is because he would skip school. Und der Grund, weshalb er das gemacht hat, weshalb er dem halt nicht widerstanden hat, krank zu werden, war, dass er dadurch nicht zur Schule brauchte. He would watch TV, and his mother would make his favorite cookies and Dann cakes. konnte er Fernsehen und seine Mutter hat ihm dann seine Lieblingskekse gebacken. So our mind can either make us sick or it can help us resist the diseases. Also unser Geist macht uns entweder krank oder kann uns helfen, der Krankheitsentwicklung zu widerstehen. A group of Canadian scientists went to Romania, Eine Gruppe von kanadischen Wissenschaftlern ist nach Rumänien gegangen and they wanted to study the brain of orphans in Romania. und sie wollten sich so gerne die Gehirne von Waisenkindern in Rumänien anschauen. They wanted to see if the anatomy of their brain is different from the normal children that are raised in the normal good families. Sie wollten halt vergleichen, ob das Gehirn von einem Kind, das in einem rumänischen Waisenhaus aufwächst, dem Gehirn oder der Struktur des Gehirns eines Kindes entspricht, das in einer normalen, guten Familie aufwächst. And they found that the part of the brain that is called amygdala, Und sie haben herausgefunden, dass der Teil des Gehirns, der sich Amygdala nennt, that has a lot to do with fight-or-flight response, which actually has a lot to do with the fight or flight or our response to the emergency situation, fear. Also die Amygdala ist dafür zuständig, um also wenn man in eine Stresssituation kommt, dann kämpft man oder flieht, ne? Mit dieser Kämpfen oder Situation umzugehen. For example, when I'm standing on railroad tracks Also wenn ich zum Beispiel auf den Schienen von der Bahn stehe and I see train coming toward me, und ich sehe, dass ein Zug auf mich zukommt, there is no really time to think and analyze. You just jump off dann as soon as ist possible. keine Zeit, jetzt zu analysieren, wie die Situation ist. Du springst einfach von den Schienen So runter. this self-preservation
patterns of behavior are stored in amygdala. Und dieser selbsterhaltende Trieb ist in dieser Amygdala gespeichert. Also die Fähigkeit, ne, in einer Notsituation entsprechend sich zu verhalten, ist in dieser Amygdala gespeichert. And the orphanages in the former socialistic countries, they did not provide a nurturing and kind environment for the children, Und unfortunately. die Waisenhäuser in Rumänien haben leider keine warme Beziehung also vermittelt. Ja, haben also jetzt haben kein warmes Milieu. Children would gegeben. feel insecure, Die Kinder waren unsicher and there would be a lot of conflicts between them. und es gab viele Konflikte zwischen den Kindern. So they lived in what you may call a border situation, Die waren in einer grenzwertigen Situation. always waiting that something may bad happen to them. Die waren ständig auf der Wacht, weil sie dachten, es passiert ganz schnell was Schlimmes. And to their those Canadian scientists, to their surprise, they found that actually that organ, that part of the brain, was enlarged in comparison with the normal children. Und sie haben dann festgestellt, dass bei diesen Waisenkindern in Rumänien diese Amygdala um einiges vergrößert war im Vergleich zu den Kindern, die halt unter normalen Bedingungen aufgewachsen So you sind. can imagine how those children would be hypersensitive to any kind of aggression, to any kind of stress. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass diese Kinder hypersensibel waren für jede Form von Stress und Streit. Okay, well, let's move further and look at what's called pleasure center. Jetzt wollen wir uns etwas anschauen, das man das Lustzentrum nennt. And then there are different pleasure centers in the brain, parts that are responsible for sensation of pleasure, but this is a major one called nucleus accumbens. Also es gibt verschiedene Zentren im Gehirn, die was mit Lust oder Vergnügen zu tun hat, aber wir wollen uns jetzt mal den einen anschauen, der sich Nucleus accumbens, can you just show one more time? Nucleus accumbens nennt, das was er gerade zeigt. Right there, nucleus accumbens. So this is the part of our brain that is responsive to the influence of a hormone dopamine. Also das ist ein Kern, der auf die Freisetzung des Neurotransmitters Dopamin reagiert. When people abuse drugs or when they do something that gives them pleasure, good food, for example, would would raise the levels of dopamine and make us feel good. Ja, also wenn Leute zum Beispiel Drogen nehmen oder man isst etwas, was einem so gut schmeckt, dann steigt dieser Dopaminspiegel und dadurch fühlt man sich gut. For example, gambling is one of the. This is the one about gambling? No, I think the one before. Was the one before? Okay. So, for example, gambling would be the one as an example that will make person feel good as they're trying Sorry, to. no, it's not this one. Sorry, can you just maybe I'm wrong after all. Oh, it was the previous one. This one. Ja, genau, das. Ja. So we can see that the poker machines, they provide this positive outcome to make person feel good, but they're programmed in such a way that ultimately person will lose money. Also Glücksspiel ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie dieser Prozess zu einem Problem werden kann. Pokermaschinen liefern ein gewinnbringendes Ergebnis nur so oft, dass sie weiterspielen werden, auch wenn sie so programmiert sind, dass sie auf lange Sicht Geld verlieren. So they will keep you playing just enough to increase your spending so that ultimately you would lose. If we will look at this next picture, Jetzt wollen wir uns dieses Bild anschauen. we will see that the red color shows the brain that is stimulated and is very active. Also wenn wir uns das linke Bild anschauen, dann sehen wir, dass das Gehirn, also dass der rote Bereich des Gehirns, oder der rote Bereich des Gehirns steht dafür, dass das Gehirn sehr aktiv ist. It's right now actively consumes glucose, sugar. Und jetzt im Moment verbraucht es gerade ganz viel Glucose, eine Form des Zuckers. I don't know if you have seen a person under cocaine influence. Ich weiß nicht, ob ihr jemals eine Person gesehen habt, die unter dem Einfluss von Kokain I've steht. seen one, and Ich hab- he was very
outspoken. He was very talkative. He would just talk and talk non-stop. It's a completely different person. Ich habe mit einer Person gesprochen, die unter dem Einfluss von Kokain stand, und diese Person hat gesprochen und gesprochen, geredet, nonstop. So their brain becomes very, very active. Also they get in this hyper state. ihr Gehirn wird wirklich so hyperaktiv, ne? Deswegen ist da sehr viel Aktivität, die dann zu dem Zeitpunkt So abläuft. the scientists went one step further and they inserted an electrode into this center of a rat. Und die Wissenschaftler haben dann mal eine Elektrode in dieses Zentrum bei einer Ratte gepflanzt. And they trained the rat to hit an electric, to hit a pedal to stimulate electric impulse into the brain, to send electric impulse into the brain. Okay, was sie gemacht haben, sie haben einer Ratte beigebracht, wenn sie eine Pedale drücken, dann gibt es einen Impuls im Gehirn. And so they took that rat and they took the normal rats that would know how to push a pedal and to get food as well. And both rats actually knew how to push pedal and get food, but this rat also knew how to push pedal, another pedal, and stimulate that with electricity, the pleasure center. Die Vergleichsgruppe hatte halt auch ein Pedal, was es drücken konnte, und haben sie Essen bekommen, und diese andere Gruppe hatte halt noch diese andere Pedale gedrückt und dadurch den Stimulus im Gehirn bekommen. And after a short time, the rats with electrode in their brain Und nach einer kurzen Zeit sind die Ratten, die die Elektrode im Gehirn hatten, ignored the pedal with food, hat dieses Pedal, das Essen ihnen zugeführt hat, and every about 5 seconds ignoriert. would hit the pedal that would send electrical impulse into the brain and make them feel good. Und nach jeder 5. Sekunde haben sie dann mit ihrer Pfote die Pedale gedrückt, die den Stimulus zum Gehirn gegeben hat und ihnen das Gefühl gegeben haben, sich gut zu fühlen. Because that impulse would give them pleasure for about 5 seconds and then they would hit it again. Also dieser Impuls des Wohlbefindens hat für 5 Sekunden angedauert, und deswegen haben sie wieder die Pedale gedrückt und dann kam der nächste Impuls. And what happens to those rats, they starve to death, ignoring the food that was right next to them. Und was passierte mit diesen Ratten? Die sind gestorben, weil sie so diesem Lustgefühl, diesem Vergnügungsgefühl sich hingegeben haben, dass sie völlig das Essen vernachlässigt haben. And this is what the enemy of us and of God is trying to turn human beings into. Und das ist das, was der Feind Gottes und auch der Feind der Menschen möchte, dass wir in solche Wesen verändert werden. The bread of life is offered unto us in abundance right now. Das Brot des Lebens steht uns ja reichlich zur Verfügung. But unfortunately we choose this other stimulation. Aber stattdessen suchen wir die anderen Stimulationen. And unless we come to our senses and we will switch to the real bread, we will end up like that rat. Und es sei denn, dass irgendwas mit uns passiert und wir wieder vernünftig werden, wird es uns gehen wie dieser Ratte. There was a scientist by the name John Hubble, and he found that the brain would release natural opioids, which are the hormones that stimulate, that give the pleasure, sensation of pleasure, with sugar and fat. The sugar and fat would have a similar effect as heroin. Durch die Stimulation der Freisetzung natürlicher Opioide im Gehirn könnten Zucker und Fett eine ähnliche Wirkung wie Suchtmittel wie Heroin haben. Das hat John Hubble, ein Psychologe an der Princeton University in New Jersey, festgestellt. And so he fed rats a diet with quarter sugar, and the rats were thrown into a state of anxiety when denied their sugar. Er fütterte Ratten mit einer Diät, die ein Würfelzucker war. Die Ratten wurden in einen Zustand der Angst versetzt, als ihnen der Zucker verweigert wurde. The cocaine raises dopamine levels by 500%. Wow. Der Kokain erhöht den Dopaminspiegel um 500%. Good meal raises dopamine by 35%. Ein gutes Essen erhöht den Dopaminspiegel um 35%. I remember when we were trying to adopt a child and we were going through the process of looking for a child for adoption.
Also wir wollten mal ein Kind adoptieren und als wir in diesem Prozess waren, ein Kind zu adoptieren, we ran into a family, actually a mother that already forfeited 4 of her children to the adoption because she was drug addict. ja, da haben wir eine Mutter kennengelernt, die bereits 4 Kinder abgegeben hat, weil sie kokainabhängig war. And at the time when we were looking for a child, she had 2 more children that were in process, that were about to be taken from her. Ja, und als wir sie kennengelernt haben, hatte sie 2 weitere Kinder, die wahrscheinlich bald von ihr genommen werden würden. They were Zur in the Adoption foster freigegeben. families. Die waren schon in Pflegefamilien wegen ihrer Kokainabhängigkeit. And she would come before the judge and she would cry and she would say, I love my children. Und sie ist dann vor den Richter gekommen und hat geweint und gesagt, aber ich liebe meine Kinder. But and the judge would be kind and merciful and he would extend for another 3 months. Und dann war der Richter sehr freundlich und empathisch und hat dann die Kinder für weitere 3 Monate bei ihr gelassen. So he would give her another extension, but at the end of those 3 months, she would fail the drug test again. Aber am Ende dieser 3 Monate hat sie wieder in diesem Drogentest versagt. So this addiction was so powerful that it even was stronger than her love for the children. Und ihre Abhängigkeit war so stark, dass sie sogar größer war als ihre Liebe für ihre Kinder. In good old days, we would get reward and satisfaction in the past from the long day after, from the sweet tiredness and the sense of accomplishment. Also in der Vergangenheit, da hat man nach einem langen Arbeitstag Belohnung und Zufriedenheit bekommen und eine süße Müdigkeit als Erfolgserlebnis. But this is no longer appealing. Aber das ist nicht mehr etwas, was so toll ist für Leute. Who wants to work hard all day so that at the end just to be satisfied looking back at the row of in the garden that they weeded out? Also wer will denn noch den ganzen Tag arbeiten, nur dass man am Ende des Tages zurückschauen kann und denken, diese Reihe habe ich im Garten hier von Unkraut befreit. There is less and less of people like that. Es gibt weniger und weniger Menschen, die das tun wollen. Because the addictive drugs, they provide a shortcut to the brain's reward system in a very fast Denn die way. Suchtmittel bieten eine Abkürzung zum Belohnungssystem des Gehirns, indem sie den Nucleus accumbens mit Dopamin überfluten. And because it's very reliable, people know that they can get quick satisfaction if they do something else. Und weil es halt sehr zuverlässig ist, dann wissen sie, dass sie ganz schnell so eine Zufriedenheit mit etwas anderem bekommen können. Let's look at the power of imagination. Jetzt wollen wir uns mal die Macht der Vorstellungen, also indem man sich etwas vorstellt in seinem Kopf, anschauen. Imagination is a critical factor for our successful faith walk with God. Also die Vorstellungskraft ist ein wichtiger Faktor, wenn es um den Glauben an Gott geht. Research has shown that when you imagine an experience, you often have similar mental and physical responses to those you have when the event actually happens. Die Forschung hat gezeigt, dass wenn man sich eine Erfahrung vorstellt, man oft ähnliche mentale und physische Reaktionen hat, wie diejenigen, die man hat, wenn das Ereignis tatsächlich eintritt. It would be well, we read in Desire Rages, for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Es gibt ein Zitat von Ellen G. White im Buch des Leben Jesu. Es würde für uns gut sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing one. That's what we did with you this morning. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. We should encourage a cheerful, hopeful, peaceful frame of mind, for our health depends upon our so doing. Wir müssen uns einen freudigen, hoffnungsvollen, friedlichen Gemütszustand bewahren, denn unsere Gesundheit hängt davon ab. So we can emphasize our positive and happy thoughts. Also wir können positive und glückliches Denken betonen.
And as we encourage our positive and happy thoughts, they in turn will increase endorphins, Und wenn wir das tun, dann wird das Endorphinniveau steigen. which are the substances that makes us also feel good. Und das sind so Stoffe, die uns auch Wohlbefinden geben. We have to control the amount of sugar we consume Wir müssen aufpassen, wie viel Zucker wir zu uns nehmen and other stimulants. und andere Stimulantien. Because the conventional approach, the alternative approach, would be something like Prozac, for example, or Zoloft that are prescribed. Also der konventionelle Ansatz ist, dass man normalerweise Prozac, das ist ein Antidepressivum, oder Zoloft zu sich nimmt. Das ist das am häufigsten verschriebene Antidepressivum in den USA. And the studies shown that when we begin to cultivate these positive and happy thoughts, Aber die Forschung zeigt, wenn wir anfangen, positives und glückliches Denken zu pflegen, they will increase the amount of endorphins, dann wird der Endorphinspiegel steigen. and in turn endorphins will make us feel better, and it will be easier for us to follow this positive and happy thought. Und das wird uns Trend. glücklicher machen und das wird uns wieder stimulieren, weiterhin gute und positive Gedanken zu haben. And- Das wird so ein positiver Weg nach oben. And so Ne? instead of vicious cycle that leads us down, we can follow the path upward. Also statt diesem Teufelskreis zu folgen, der uns nach unten zieht, können wir dieser tollen Leiter nach oben folgen. Let's read this quote, this passage. Happy people are more resistant to colds, according to a study in which subjects were deliberately infected with a virus. People who are depressed, nervous, or angry are 3 times more likely to get sick than those who are more energetic, happy, and relaxed. The research conducted at Carnegie Mellon University also found that a happy disposition reduced complaints about cold symptoms. Glückliche Menschen sind resistenter gegen Erkältungen. So eine Studie, in der Probanden bewusst mit einem Virus infiziert wurden. Menschen, die depressiv, nervös oder wütend sind, werden 3-mal häufiger krank als Menschen, die energischer, glücklicher und entspannter sind. Die Forschung, die an der Carnegie Mellon Universität durchgeführt wurde, ergab auch, dass eine glückliche Einstellung Beschwerden über Erkältungssymptome reduziert. And so Sister White is telling to us regarding the rest and recreation that all who can should feel a duty to pursue this course. She's talking about the recreation. Nothing will be lost, but much gain. They can return to their occupation with new life and new courage to engage in their labor with zeal, and they are better prepared to resist disease. It's from First Testimony. Jetzt schauen wir uns ein anderes Zitat an, was mit der christlichen Erholung zu tun hat. Alle, denen es möglich ist, sollten es als Pflicht ansehen, diesen Weg einzuschlagen. Nichts wird verloren sein, aber viel gewonnen werden. Sie können mit neuem Mut und mit neuem Leben und neuem Mut und Eifer erfüllt an ihre Arbeit zurückkehren. Und sie werden besser imstande sein, Krankheiten Widerstand zu leisten. So this healthy recreation will help us to stay calm. Also wenn wir wirklich so eine gesunde Erholung auch immer wieder einlegen, wird uns das helfen, ruhig zu bleiben, To keep stress under control, Stress unter Kontrolle zu halten. which, as we saw earlier, directly connected with our disease and immune system. Und das haben wir vorher schon beschrieben, dass das was mit unserem Immunsystem, also das auf unser Immunsystem einwirkt. As well, it is important for our spiritual health. Aber es wird uns auch mit unserer geistlichen Gesundheit helfen. As we thus dwell upon his great sacrifice for us, our confidence in him will be more constant, our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with his spirit. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Amen. The great controversy that is going on this earth is actually revolving around the character of God and about our character. Also der große Kampf, der sich im Moment abspielt, hat ja letztlich was mit dem Charakter Gottes zu tun und auch mit unserem Charakter. The state of our mind and the state of our body will both make an impact on our personality. Also unsere Einstellung als solche wird auch einen Einfluss haben auf unser körperliches Befinden. We read in Genesis
that God created man in his image. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. And to that image, God wants us to return back. Und Gott möchte so sehr, dass wir in sein Ebenbild wieder neu verwandelt werden, dass wir wieder dahin zurückkommen. Now let's read this quotation from book Maranatha. Our personal identity is preserved in the resurrection. Though not the same particles of matter or material substance as went into the grave. The wondrous works of God are a mystery to man. The spirit, the character of man is returned to God, there to be preserved. In the resurrection, every man will have his own character. God in his own time will call forth the dead, giving again the breath of life and bidding the dry bones to live. The same form will come forth, but it will be free from disease and every defect. It lives again, bearing the same individuality of features so that friend will recognize friend. Unsere persönliche Identität wird in der Auferstehung gewahrt, obwohl nicht dieselben Materieteilchen oder dasselbe Material da sein wird, das ins Grab ging. Die Wunderwerke Gottes sind dem Menschen ein Geheimnis. Der Geist, der Charakter des Menschen geht zu Gott zurück, um dort aufbewahrt zu werden. Bei der Auferstehung wird jeder Mensch seinen eigenen Charakter haben. Gott wird zu seiner Zeit alle Toten hervorrufen, ihnen wiederum den Lebensodem geben und den trockenen Gebeinen zu leben befehlen. Dieselbe Gestalt wird hervorkommen, aber sie wird von Krankheiten und Mängeln aller Art frei sein. Sie lebt wieder und trägt dieselben individuellen Züge, sodass Freunde sich untereinander erkennen werden. So, for us also very important to understand what is the glory of God. Es ist auch wichtig für uns zu verstehen, was die Ehre Gottes ist. There are two sides of this question. Es gibt zwei Seiten zu dieser Frage. The first one, we found the answer in this quotation. By beholding Christ, by talking of Him, by beholding the loveliness of His character, we become changed. Changed from glory to glory. And what is glory? Character. And He becomes changed from character to character. Thus we see that there is a walk of purification that goes on by beholding Jesus. Indem wir Christus ansehen, indem wir von ihm sprechen, indem wir die Schönheit seines Charakters sehen, werden wir verändert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Und was ist Herrlichkeit? Der Charakter. Und er wird von Charakter zu Charakter verändert. So sehen wir, dass es ein Werk der Reinigung gibt, das voranschreitet, indem wir Jesus betrachten. And what is the second point? Und was war der zweite Aspekt? What else is the glory of God? Was noch beschreibt die Herrlichkeit We Gottes? find in Gospel of John chapter 11. Das finden wir in Johannes 11, Vers 40. Jesus says unto her, to Martha, said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldst see the glory of God? Jesus spricht zu ihr, zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? And he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth. Und er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. So the glory of God is the character, God's character. Also die Gottes Herrlichkeit beschreibt auf der einen Seite seinen Charakter. And the glory of God is the resurrection. Und der zweite Aspekt der Herrlichkeit Gottes ist die Auferstehung. And both of these are connected with each other. Und beide sind miteinander verknüpft. We will live through the resurrection, physical resurrection, even if we die. But first we have to go through a spiritual resurrection. We have to have our character to be transformed as well. Also auch wenn wir mal sterben, können wir wieder auferstehen. Aber wir brauchen auch eine geistliche Auferweckung. In Galatians 2 verse 20, Paul is saying, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. We have to learn to put our troubles and worries into God's hand.
Wir müssen lernen, wie wir unsere Sorgen in Gottes Hände legen können. In Psalm 119, verse 37, psalmist is recognizing that he needs to do away with vanity. He says, "Turn away my eyes from looking at vanity and revive me in your ways." Also jetzt zu einem anderen Thema, Selbstbeherrschung. Im Psalm 119, Vers 37 steht es, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach Nichtigkeit, sondern belebe mich auf deinem Wege. But he needs help for that. He needs God to help him to accomplish it. We cannot do it on our own. Aber er braucht Gottes Hilfe, um das zu tun. Er kann es nicht in seiner eigenen Kraft tun. In the 2 Peter, we read the following words. How is this a letter of Peter? How are we growing in Christ? Also dem 2. Petrusbrief wird beschrieben, wie können wir in Christus wachsen. And please notice here that morals in the Bible means the abhorring evil and liking good, to reflect God's law. This is the biblical definition of morals. Also jetzt möchte ich mal ganz kurz die biblische Definition von Moral nennen. Moral bedeutet, das Böse verabscheuen und das Gute zu mögen. So- Mit anderen Worten, das Gesetz Gottes zu reflektieren. So we read, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, which means moral goodness, Also so wendet allen euren Fleiß daran und reicht an eurem Glauben Tugend, also moralisches Verhalten. and to virtue knowledge, meaning knowledge about good things, Und in der Tugend Erkenntnis und im Erkenntnis, das Sprechen von Erkenntnis von guten Dingen. and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. 1 Corinthians 15:33 remind us, be not deceived, evil communications corrupt good manners. In 1. Korinther 15, Vers 33 lesen wir, lasst euch nicht verführen. Böse Geschwätze verderben gute Sitten. Or another translation, do not be deceived, bad company ruins good morals. Oder in einer anderen Übersetzung steht geschrieben, lasst euch nicht täuschen. Schlechte Gesellschaft ruiniert gute Moral. And in 1 John chapter 4, verses 16 and 18, we read, and we have known and believed the love that God has to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. There is no fear in love. My brothers and sisters, the world lives in fears and anxiety, but perfect love casteth out fear. In 1. Johannes 4, Vers 16 und 18 lesen wir, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Amen. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. And to sum her up, we can join with the wise Solomon by repeating these words. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. Und um abzurunden, möchte ich mit Sprüche 3, Vers 5 enden. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Amen. Shall we join with the word of prayer? Yes, lasst uns mit einem Gebet diese Stunde abschließen. Our Heavenly Father, Unser himmlischer Vater, we have seen again the need and we have seen again the importance of the proper state of mind as the only mean for your communication with us. also wir haben erneut gesehen, dass die richtige Art zu denken oder eine richtige Geisteseinstellung so wichtig ist für eine gute Kommunikation mit dir. Our mind connects us with you, and our mind also affects our body. Unser Geist verbindet uns mit dir, aber hat auch einen Effekt auf unseren Körper. And we want to have the character that reflects the beautiful character of Jesus.
Und wir wollen einen Charakter haben, der den wunderbaren Charakter Jesu reflektiert. We want to praise your name and glorify your name in our healthy bodies. Wir wollen dich preisen, deinen wunderbaren Namen preisen und in einem gesunden Körper. As we remember Jesus going through the time of the time of trial, Wenn wir daran denken, wie Jesus durch seine Zeit der Herausforderung gegangen ist, he was able to remain calm in the face of severe persecution and pressure. obwohl er sehr verfolgt wurde und bedrückt wurde, ist er ruhig geblieben. We will need that kind of faith as we are preparing for the last days, for the last events. Wir werden diesen Glauben brauchen, indem wir uns auf die Endzeit auf die letzten Ereignisse vorbereiten. Help us to develop every good faculty of mind, every capability. Hilf uns doch bitte, alle guten Fähigkeiten des Geistes zu entwickeln, jede Fakultät. And help us trust that you who started this work will accomplish it and gather us under your wings in the kingdom of our Father. Und hilf uns doch wirklich dir zu vertrauen, dass du, der du das gute Werk begonnen hast, es in uns vollenden wird, bis wir in dem Königreich deines Vaters ankommen. Amen. Amen. Ja, der letzte Vortrag für heute ist abgeschlossen. Wir wollen unserem Bruder danken und auch seiner Frau, die sind ja jetzt nicht, sie ist gerade jetzt nicht da. Und wollen morgen früh um 10 Uhr geht es dann praktisch weiter. Wird es auch übertragen oder nicht? Nee. Also, wenn ihr dabei sein wollt, morgen 10 Uhr hier. Ne? Da gibt es also Hands-on Unterweisung. Ne? Dann wird man halt alles Mögliche lernen, wie man Wasseranwendungen macht und Kohleumschläge. Also alles natürliche Heilmittel, ganz praktisch. Also 10 Uhr in der Schönwalder Straße 10 in Berlin-Spandau. Aber wir wollen jetzt einfach auch Dankeschön sagen. We would like to say thank you for all your, all your effort and your work, because those that are on live stream won't see you tomorrow, because we'll be without live stream. So we just want to say thank you and God bless you very much. Danke. Und euch im Livestream wollen wir jetzt gerne verabschieden und wünschen euch noch einen Rest des Sabbats. Gott segne euch. Tschüss. Hat er gemacht. I hear the rolling thunder.
And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my
Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne, and thus surround the throne. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, May speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion.